In diesem Erklärvideo zeige ich euch die realistische Gestaltung eines Bahnsteigs mit Spörle-Gipsformen. Dafür braucht ihr eine oder mehrere Gipsformen für die Bahnsteigkante, je nachdem wie die Kante aussehen soll. Außerdem das passende Netzmittel verdünnt, Modellgips aus dem Baumarkt und passende Gefäße zum Ansetzen des Gipses. Alles was ihr braucht, habe ich euch auch wieder im Beschreibungstext genau verlinkt. So, und dann kann es eigentlich schon losgehen. Vor dem Ansetzen des Gipses sollten die Formen mit dem verdünnten Netzmittel eingesprüht werden. Dieser Fließverbesserer kann dann noch mit einem Pinsel verstrichen werden. Jetzt kann auch schon der Gips angerührt werden. Dafür benötigt man ein wenig Wasser und den Modellgips. Dieses wird im Verhältnis 3:5 vermischt. Das heißt zum Beispiel auf 300 ml Wasser kommen 500 ml Gips. Allerdings sollte immer erst das Wasser und dann der Gips eingefüllt werden. Ja, und jetzt müsst ihr die Gießmasse rühren, so dass sie leicht fließend vom Löffel läuft. Falls der Brei zu dickflüssig ist, solltet ihr die Masse schnell etwas mit Wasser verdünnen. Nachdem ihr die Gießmasse fertig angerührt habt, können die Formen schon gegossen werden. Dafür gießt ihr die Form bis zum Rand oder auch darüber auf. Nur zu wenig sollte es nicht sein. Beim Gießen müsst ihr außerdem darauf achten, den Gießstrahl immer auf die bereits gegossene Gießmasse zu halten. Um jetzt die Luftblasen innerhalb der Gießmasse zu entfernen, hebt ihr die Ränder und Ecken ein wenig an und lasst sie dann zurückschnellen. So sollten sich alle Luftbläschen lösen. Nach bereits 4 bis ca. 5 Minuten fängt der Gips an zu trocknen. Damit die Rückseiten später gerade sind, solltet ihr den frischen Gips mit einem Lineal gleichmäßig abziehen und so das überstehende Material entfernen. Nach weiteren 20 bis 30 Minuten Warten können die Bahnsteigkanten aus der Form entnommen werden. Also hebt ihr die Form an den Ecken an und biegt sie leicht weg, so dass ihr die Teile aus der Form hebeln könnt. Jedoch solltet ihr dabei keine Gewalt anwenden. Lieber lasst ihr euch ein wenig Zeit. Jetzt solltet ihr noch einmal ungefähr 24 Stunden warten, damit die Bahnsteigkanten durchgetrocknet sind. Nach dem Durchtrocknen könnt ihr die Bahnsteigkanten im Bahnhof positionieren und dann mit Hilfe eines Allesklebers auch schon festkleben. So könnt ihr dann mit mehreren Bahnsteigkanten den Bahnsteig auf die gewünschte Länge und Breite verlängern. Nach einer kurzen Probefahrt mit einem passenden Wagen kann es an die farbliche Gestaltung gehen. Davor sollte allerdings noch die Umgebung mit Kreppband abgeklebt werden, um diese nicht zu verschmutzen. Für die Bahnsteigkante verwende ich die Vallejo-Farbe hellgrau. Mit Hilfe einer Airbrush werden dann die Bahnsteigkanten eingefärbt. Nach dem Trocknen wird dann ein flüssiges Dreckgemisch aus schwarzer und brauner Farbe aufgetragen und anschließend mit einem in Wasser getauchten Schwamm abgetupft. Diesen Schritt könnt ihr mehrere Male wiederholen, je nachdem wie alt die Bahnsteigkante aussehen soll. Als Belag des Bahnsteigs verwende ich dünne Styrodurplatten, wobei ich auch die Gehwegplatten von Evergreen empfehlen kann. Um später eine schöne gerade Fläche zu erhalten, wird eine Erhöhung aus Styrodur oder Trittschalldämmung eingeklebt. So werden außerdem die Bahnsteigkanten nochmal stabilisiert. Die Styrodurplatten werden dann ebenfalls mit dunkelgrauer Farbe eingefärbt, ein weißer Streifen aufgemalt, eventuell an einigen Stellen eingeritzt und dann ebenfalls verwittert. Zusätzlich können auch Bahnsteigleuchten auf dem Asphalt ihren Platz finden. Bei der Ausschmückung sind euch aber keine Grenzen gesetzt. Ja, und so könnt dann auch ihr einen modernen Bahnsteig mit Spörle-Gipsform gestalten. Viel Spaß beim Nachbasteln, ich freue mich über ein Abo und eure Kommentare hier unterm Video. Auf der Endcard findet ihr dann noch ein passendes Video, um das C-Gleis in verwitterte Betonschwellen zu verwandeln.